Hallo und herzlich willkommen zu Reisegeschichten. Heute erzählen wir von unserer ersten Reise durch Deutschland. Wir entdecken spannende Orte und teilen unsere Erlebnisse. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schön, dass ihr dabei seid bei Reisegeschichten. Unser Thema heute: meine erste Reise in Deutschland. Wir sprechen über Highlights und Tipps. Drückt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Ich habe gestern Abend über unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Es gibt so viel, worauf man sich freuen kann und gleichzeitig auch so viel zu planen. Ich frage mich, was du am meisten erwartest? Für mich ist das Erkunden neuer Orte immer das Highlight. Ich kann es kaum erwarten, die kleinen Gassen und versteckten Cafés zu entdecken. Und du, was erwartest du dir von der Reise? Definitiv das Essen. Ich liebe es, die lokale Küche auszuprobieren. Die Geschmäcker und Aromen sind immer so unterschiedlich und einzigartig. Hast du schon ein paar Restaurants oder Gerichte im Kopf, die du unbedingt probieren möchtest? Ja, ich habe einige Empfehlungen von Freunden bekommen. Sie meinten, dass das lokale Streetfood ein absolutes Muss ist. Es soll wirklich authentisch und unglaublich lecker sein. Ich bin schon gespannt, wie es schmecken wird. Das klingt fantastisch. Ich finde, das Essen sagt oft viel über die Kultur eines Landes aus. Und was ist mit den kulturellen Sehenswürdigkeiten? Hast du da schon etwas geplant? Absolut. Die kulturellen Sehenswürdigkeiten stehen ganz oben auf meiner Liste. Ich möchte unbedingt die Museen besuchen und die Architektur bewundern. Es ist faszinierend, wie viel Geschichte in den Gebäuden steckt. Was ist mit dir? Planst du auch kulturelle Ausflüge? Auf jeden Fall. Ich liebe es, in Museen zu gehen und mehr über die Geschichte und Kunst eines Landes zu erfahren. Und natürlich möchte ich auch ein paar Fotos bei den bekannten Wahrzeichen machen. Erinnerungen festhalten ist mir wichtig. Das verstehe ich gut. Fotos sind eine tolle Möglichkeit, die Erlebnisse zu bewahren. Apropos Erinnerungen, ich finde es auch spannend, Leute vor Ort kennenzulernen. Denkst du, wir werden die Gelegenheit dazu haben? Ich hoffe es. Es ist immer interessant, die Perspektiven der Einheimischen zu hören. Vielleicht können wir bei einem Stadtfest oder auf dem Markt mit ihnen ins Gespräch kommen. Solche Begegnungen sind oft sehr bereichernd. Das stimmt. Ich finde, solche Gespräche bieten oft einen tieferen Einblick in die Kultur als jedes Buch. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir sogar den ein oder anderen Geheimtipp für unseren Aufenthalt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, welche versteckten Juwelen wir entdecken werden. Hast du schon überlegt, was du einpacken möchtest? Bei mir steht der Koffer schon halb offen. Ich habe eine grobe Idee, aber ich muss noch eine Liste machen. Es ist immer eine Herausforderung, das richtige Maß an Kleidung mitzunehmen, vor allem wenn das Wetter unvorhersehbar ist. Hast du schon alles, was du brauchst? Fast alles. Ich versuche, vielseitige Kleidung mitzunehmen, um für verschiedene Anlässe gerüstet zu sein. Und natürlich darf die Kamera nicht fehlen. Ich will keinen besonderen Moment verpassen. Gute Idee. Ich bin sicher, wir werden viele tolle Momente erleben. Ich freue mich schon darauf, alles zu erkunden und die Reise gemeinsam zu genießen.
Es wird bestimmt unvergesslich. Wenn ich an unsere Reise denke, fällt mir ein, wie wichtig es ist, sich gut orientieren zu können. Hast du schon überlegt, wie wir uns am besten in der Stadt zurechtfinden? Ja, das habe ich. Ich habe ein paar Apps auf dem Handy, die uns helfen können. Sie zeigen nicht nur die besten Routen, sondern auch interessante Orte in der Nähe. Das ist ziemlich praktisch, oder? Absolut. Ich denke auch, dass wir eine gute Karte mitnehmen sollten. Manchmal ist es schön, sich einfach treiben zu lassen und kleine Entdeckungen zu machen. Was meinst du? Das finde ich auch spannend. Es gibt so viele Ecken, die man nur durch Zufall entdeckt. Und mit einer Karte kann man dann jederzeit den Überblick behalten. Ich mag es, flexibel zu sein. Flexibilität ist wirklich wichtig, aber ich frage mich, wie es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dort aussieht. Weißt du, wie wir die am besten nutzen können? Ja, ich habe schon ein wenig recherchiert. Die Stadt hat ein gutes Netz aus Bussen und Bahnen. Wir sollten uns eine Wochenkarte besorgen, das ist oft günstiger und bequemer. Das gibt uns viel Freiheit. Das klingt nach einem guten Plan. Ich habe gehört, dass es auch Fahrräder zu mieten gibt. Das könnte eine tolle Möglichkeit sein, die Umgebung zu erkunden und gleichzeitig aktiv zu bleiben. Ja, das habe ich auch überlegt. Radfahren ist eine großartige Art, eine Stadt zu erleben. Man kommt schnell von A nach B und kann überall anhalten, wo es einem gefällt. Außerdem ist es umweltfreundlich. Definitiv. Und wenn wir uns doch mal verlaufen sollten, können wir immer noch die Einheimischen fragen. Das ist oft die beste Möglichkeit, um nützliche Tipps zu bekommen und vielleicht sogar neue Freunde zu finden. Ganz genau. Die Menschen vor Ort kennen sich am besten aus. Und solche Gespräche sind oft sehr herzlich und bereichernd. Ich freue mich schon darauf, neue Bekanntschaften zu schließen. Ich auch. Ich finde, das macht das Reisen noch spannender. Und wenn wir in einer anderen Sprache kommunizieren, ist das eine gute Gelegenheit, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern. Das stimmt. Es ist immer hilfreich, ein paar grundlegende Sätze in der Landessprache zu kennen. Das zeigt auch Respekt gegenüber den Einheimischen und macht die Kommunikation einfacher. Ja, das sehe ich genauso. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Bücher, Sprach-Apps oder vielleicht sogar ein kleiner Sprachführer, den wir mitnehmen könnten. Gute Idee. Ich denke, mit ein wenig Vorbereitung und Offenheit für Neues werden wir uns gut zurechtfinden. Ich freue mich schon darauf, unsere Abenteuer zu beginnen und die Stadt zu entdecken. Welche Möglichkeiten nutzt ihr am liebsten, um euch in einer neuen Stadt zurechtzufinden? Weißt du, was ich besonders an unseren Reisen schätze? Die vielen neuen Erlebnisse und Eindrücke, die wir sammeln. Es fühlt sich jedes Mal an, als würden wir in eine andere Welt eintauchen. Ja, das geht mir genauso. Die Farben, Gerüche und Geräusche in einer neuen Umgebung sind oft so anders und faszinierend. Alles wirkt intensiver, wenn man es zum ersten Mal erlebt. Genau. Und diese Erlebnisse hinterlassen oft einen bleibenden Eindruck. Ich erinnere mich noch an den Markt in Barcelona, wo uns die Vielfalt der Früchte und Gewürze überwältigt hat. Oh ja,
Das war ein Highlight. Die lebendige Atmosphäre und die freundlichen Händler haben das Ganze zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Solche Momente bleiben einem im Gedächtnis. Richtig. Und die Gefühle, die dabei entstehen, sind oft schwer in Worte zu fassen. Es ist eine Mischung aus Staunen, Freude und manchmal auch ein wenig Ehrfurcht vor dem Unbekannten. Absolut. Es ist spannend, wie Reisen unsere Emotionen so intensivieren kann. Manchmal fühle ich mich wie ein Kind, das die Welt zum ersten Mal entdeckt. Alles wirkt aufregend und neu. Ja, und diese kindliche Neugier ist so wertvoll. Sie hilft uns, offen zu bleiben und die kleinen Dinge zu schätzen. Hast du ein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, eine Bootsfahrt in Venedig. Der Anblick der Stadt vom Wasser aus war atemberaubend. Die engen Kanäle, die alten Gebäude, es fühlte sich fast magisch an. Ein echtes Gefühl von Freiheit. Das klingt wunderschön. Solche Momente zeigen uns, wie vielfältig und schön die Welt ist. Manchmal vergesse ich im Alltag, wie wichtig es ist, solche Augenblicke bewusst zu erleben. Stimmt, der Alltag kann uns oft einnehmen, aber Reisen erinnert uns daran, im Hier und Jetzt zu leben. Es ist ein Geschenk, diese Erfahrungen teilen zu können und gemeinsam zu genießen. Ja, und es ist spannend, wie jeder von uns die Eindrücke anders wahrnimmt. Das macht unsere Gespräche darüber so bereichernd. Wir lernen nicht nur die Welt, sondern auch uns selbst besser kennen. Richtig. Und das Teilen von Erlebnissen stärkt auch unsere Verbindung. Es sind diese gemeinsamen Erinnerungen, die uns noch lange begleiten und die wir immer wieder gerne hervorrufen. Genau. Und manchmal entdeckt man auch ganz neue Seiten an sich selbst. Ich merke oft, dass ich mutiger werde und Dinge ausprobiere, die ich mir vorher nicht zugetraut hätte. Das ist das Schöne am Reisen. Es eröffnet neue Perspektiven und Möglichkeiten. Und es zeigt uns, dass wir mehr erreichen können, als wir denken. Ich freue mich darauf, noch viele solcher Erlebnisse zu sammeln. Ich auch, und ich bin gespannt, welche Eindrücke und Gefühle unsere nächste Reise bereithält. Lass uns die Welt weiter mit offenen Augen und Herzen entdecken. Welche Reiseerlebnisse haben bei euch bleibende Eindrücke hinterlassen und warum? Wenn wir über unsere Reisen sprechen, fällt mir auf, wie wichtig es ist, unsere Erfahrungen miteinander zu teilen. Jeder hat seine eigene Sichtweise und das macht unsere Erzählungen so lebendig. Ja, und manchmal sehe ich die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel, wenn du deine Meinung dazu äußerst. Es ist spannend, wie unterschiedlich wir ein und dasselbe Erlebnis wahrnehmen können. Genau, und das macht unsere Gespräche so wertvoll. Ich erinnere mich, als wir in Rom waren und du die Architektur der alten Gebäude bewundert hast, während ich von der Geschichte dahinter fasziniert war. Und das zeigt, dass Erfahrungen nicht nur subjektiv, sondern auch sehr persönlich sind. Unsere Interessen und Hintergründe beeinflussen, welche Aspekte uns besonders ansprechen. Richtig. Und es ist wichtig, diese individuellen Eindrücke zu teilen. So lernen wir voneinander und können unsere eigenen Eindrücke besser einordnen.
Was hat dich auf unserer letzten Reise besonders beeindruckt? Die Kunstszene in Paris war für mich ein Highlight. Die Vielfalt der Werke und die Geschichten der Künstler haben mich tief berührt. Ich habe noch lange darüber nachgedacht und meine Meinung dazu hat sich im Gespräch mit dir weiterentwickelt. Ja, die Kunstszene war beeindruckend. Für mich war es interessant zu sehen, wie du die Werke interpretiert hast. Deine Sichtweise hat mir geholfen, neue Facetten zu entdecken, die ich vorher nicht wahrgenommen hatte. Das ist das Schöne an gemeinsamen Erlebnissen. Durch den Austausch erweitern wir unseren Horizont und gewinnen neue Einsichten. Hast du eine Meinung, die sich durch unsere Gespräche verändert hat? Ja, definitiv. Früher habe ich gedacht, dass Reisen hauptsächlich der Erholung dient, aber durch unsere Gespräche habe ich erkannt, dass es auch eine Möglichkeit ist, sich selbst besser kennenzulernen und zu wachsen. Das sehe ich genauso. Reisen ist nicht nur eine Flucht aus dem Alltag, sondern auch eine Chance, die Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen. Und es ist faszinierend, wie unsere Meinungen sich im Laufe der Zeit verändern können. Absolut. Und beim Ausdruck unserer Meinungen lernen wir auch, offener für die Ansichten anderer zu sein. Es ist bereichernd, verschiedene Perspektiven zu hören und sie in unsere eigenen Überlegungen einzubeziehen. Ja, und das macht unsere Gespräche so interessant. Wir können uns über alles Mögliche austauschen und dabei immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen. Ich schätze es sehr, dass wir diese Offenheit und Neugier miteinander teilen. Ich auch. Und es zeigt, dass es nicht nur wichtig ist, Erlebnisse zu sammeln, sondern auch darüber zu sprechen und Meinungen auszutauschen. Das bereichert unser Leben auf so viele Arten. Stimmt, und ich freue mich darauf, noch viele weitere Erfahrungen mit dir zu teilen und unsere Meinungen weiter auszutauschen. Es bleibt spannend zu sehen, wie wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser spannenden Reise begleitet habt. Eure Unterstützung bedeutet uns viel. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar mit euren Gedanken und Lieblingswörtern aus unseren Folgen. Ja, wir freuen uns auf eure Meinungen und Vorschläge. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, damit ihr keine neuen Episoden verpasst. Wir freuen uns darauf, bald wieder mit euch zu sprechen. Das Erlebnis. Ein Erlebnis ist wichtig. Dieses Erlebnis bleibt in Erinnerung. Der Eindruck. Der erste Eindruck ist stark. Manchmal ist der Eindruck falsch. Die Neugier. Neugier ist wichtig. Sie hilft beim Lernen. Die Perspektive. Jeder hat eine eigene Perspektive. Eine neue Perspektive hilft. Die Verbindung. Eine Verbindung entsteht zwischen Menschen. Diese Verbindung ist stark.